0. Ja, gewinnt das Finale. Herzlich willkommen hier zum nächsten Interview auf unserem YouTube-Kanal Billard 1 und wir haben heute einen Gast, der mit Billard zu tun hat, natürlich, logischerweise, aber nicht so im Fokus steht, in Deutschland jetzt, sage ich mal, der einen YouTube-Kanal hat, der international sehr erfolgreich ist und wir begrüßen hier Charivari, aka André Schickling. Hallo André, wie geht's? Hi Jochen, danke, mir geht's gut. Hallo natürlich auch an die Zuschauer. Du hast es schon angesprochen, die meisten werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wer ist denn das überhaupt? Ja, in Deutschland bin ich nicht ganz so bekannt, international schon eher. Ansonsten, mir geht's gut, ich bin gesund, alles wunderbar. Wie verbringst du so deine Tage? Ist ja jetzt im Moment, glaube ich, schwierig. Du hast einen YouTube-Kanal, um das nochmal jetzt mal ausführlicher auszugestalten. YouTube-Kanal mit fast 80.000 Abonnenten. Betreibst es auf englischsprachig. Warum du das auf Englisch machst, darüber werden wir noch eingehen. Aber natürlich ist für dich jetzt auch saure Gurkenzeit, oder? Ja, kann man so sagen. Ich bin eigentlich die meiste Zeit in meiner kleinen Wohnung hier in Ingolstadt, die um die 25 Quadratmeter hat. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie ich mich hier drin fühle. Glücklicherweise habe ich ein bisschen in weiser Voraussicht, sage ich mal, schon ein paar Videos aufgenommen, die ich jetzt hauptsächlich hier produziere und eigentlich die meiste Zeit an meinem Rechner sitze und eigentlich mehr oder weniger nur noch arbeite. Ab und zu mal raus, einkaufen. Aber ansonsten ziemlich viel arbeiten zurzeit, würde ich sagen. Okay. Fangen wir mal ganz vorne an. Wir haben natürlich auch wieder Zuschauerfragen bekommen und die erste Zuschauerfrage, mit der man auch schön einsteigen kann, ist, wie und wann bist du denn mit Billard in Berührung gekommen? Wann hast du denn richtig angefangen, Billard zu spielen? Also wie kann man ganz klar sagen, da ist mein Dad dafür verantwortlich. Der ist mindestens genauso Billardverrückt wie ich, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich habe tatsächlich schon als kleines Kind öfter mal mit ihm gespielt. Ja, da gab es so eine kleine Kneipe, da haben wir immer mal Billard gespielt. Das war aber nie so wirklich intensiv. Man kann sagen, so richtig angefangen habe ich mit 22 ungefähr, also ziemlich spät. Äh, ja, Man weiß es ja selber, so mit 18, 19 kamen dann andere Interessen, Freundinnen weggehen, feiern und so weiter. Und mit 22 war es dann so, dass mit meiner damaligen Freundin Schluss war. Und dann brauchte ich natürlich irgendeine Ablenkung. Und da kam dann irgendwie Billard wieder in den Sinn. Und beim Vater war es genauso. Der war auch wieder frisch gebackener Single. Und dann, seitdem haben wir eigentlich intensiv Billard gespielt. Also wirklich sehr, sehr viele Stunden mit Billard verbracht. Und du hast natürlich dann auch persönlich auch eine Entwicklung hingelegt. Erzähl mal ein bisschen was über deinen Liga-Werdegang. Ja, ich habe dann relativ nach einem Jahr sowas im Verein in Ingolstadt angefangen, dann da Kreisliga natürlich gespielt nach ein paar Jahren, eigentlich schon recht erfolgreich. Bin dann da irgendwie in Ingolstadt langsam so aufgestiegen und irgendwann in die erste gekommen. Da dann 2 Jahre gespielt. Ja, für den Aufstieg hat es nie gereicht, leider nicht. Und irgendwann, Welche Liga war das dann, um mal einzuordnen? das war dann Landesliga. Mhm. Da waren wir so im Mittelfeld, ja, war ganz okay. Aber irgendwie hat es mir nicht dazu gereicht und ich habe irgendwie den Ansporn gehabt, mehr zu machen. Und glücklicherweise irgendwie kam es dann dazu, dass ich nach Pfaffenhofen gewechselt bin, weil schon ein paar Freunde von mir in Pfaffenhofen waren und die meinten, hey, Pfaffenhofen, ist ganz interessant, gute Spieler, gute Perspektive. Und irgendwie bin ich dann da in die erste Mannschaft so reingeschlittert, kann man sagen. Als frisch gebackener Neuzugang, was natürlich eine Riesenehre war, vor allem auch mit dem Tobias Heuss zu spielen, der dann da auch in dieser Saison angefangen hat. Ja, und irgendwie habe ich es geschafft, da in die erste Mannschaft zu kommen. Ja. Mhm. Okay, also da quasi dann dein bisheriges Highlight, das ja auch, soweit ich informiert bin, mit dem Aufstieg in die Oberliga endete. Ähm, Genau, ja. genau, währenddessen hast du dann auch schon begonnen mit deinem YouTube-Kanal. Das ist ja unser Hauptthema heute. Wie kam die Idee dazu, einen YouTube-Kanal zu gründen oder anzufangen mit Billard-Lehrvideos? Ja, ich sag mal so, das ist eigentlich keine bewusste Entscheidung gewesen. Das hat sich so Stück für Stück ergeben. Ich habe schon immer YouTube-Kanäle gehabt, mein Leben lang, und habe da irgendwelche Arten von Videos hochgeladen, Animationsvideos oder lustige Kurzfilme und so weiter. Habe ich gerne mit meinem Bruder immer gemacht.
und hatte halt dann irgendwann diesen Kanal, den gibt es schon, glaube ich, seit 2014, 15, der eben Charivari hieß. Und irgendwann habe ich beschlossen, im Phase des Trainings, jetzt nimmst du dich mal selber auf und schaust, was machst du da am Tisch, wie sieht deine Technik aus, was machst du für Fehler, wie ist dein Auftreten und so weiter. Und die Videos habe ich halt dann eben auf YouTube hochgeladen, dass ich so eine kleine Bibliothek habe für mich, wo ich halt dann immer die Videos anschauen kann. Ja, und das hat sich dann eben so weiterentwickelt, dass ich irgendwann Übungen gespielt habe und dann habe ich Vorschaubilder für die Übungen reingemacht. Und irgendwann kam dann der Punkt, der Patrick Baumann, der hat damals so Let's Plays gemacht, hat gegen den Geist gespielt und hat das Ganze kommentiert. Dann habe ich mir so gedacht, wenn du die Videos vielleicht noch kommentierst, ist es vielleicht ein bisschen unterhaltsamer auch für andere Menschen. Und habe dann eben angefangen, die Videos zu kommentieren, ja, und auch schon so ein paar kleine Grafiken reinzumachen. Schon langsam mit dem Hintergedanken, ein bisschen Menschen zu erreichen damit und eben nicht nur für mich das Ganze zu machen. Ja, und so hat sich das dann entwickelt im Laufe der Zeit. Das lief aber noch auf Deutsch, weil jetzt bist du ja auf Englisch umgestiegen, aber damals noch Deutsch, oder? Das lief damals alles noch auf Deutsch, ja. Da habe ich mich noch nicht getraut, auf Englisch zu sprechen. Habe das lieber auf Deutsch gemacht. War allerdings, muss ich ehrlich sagen, auch nicht so wirklich erfolgreich. Ja, natürlich waren meine Videos damals noch nicht ganz so gut wie jetzt. Und auf Deutsch ist natürlich auch ein großer Nachteil, sage ich mal, weil mit Englisch erreicht man eben deutlich mehr Menschen, technisch vor allem. Ja, damit hätten wir jetzt quasi auch eine Zuschauerfrage beantwortet, ob es deine Videos auch auf Deutsch geben wird. Kann man, glaube ich, damit beantworten, dass es sie gab, aber in Zukunft aufgrund deiner internationalen Reichweite natürlich nicht mehr geben wird. Ähm, Wie lief das dann am Anfang so mit der Technik? Du hast ja sicherlich mit einer etwas spartanischen Technik angefangen, kann ich mir vorstellen. Wie ist denn da so die Entwicklung zum Vergleich jetzt meinetwegen? Mit was hast du angefangen und wo bist du jetzt heute technisch angesiedelt? Mhm. Ja, also ganz klar angefangen, einfach mit dem Handy irgendwo reingeklemmt und den Tisch irgendwie gefilmt. Das waren so die Anfänge. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich benutze heutzutage auch noch Handys zum Aufnehmen. Ja, ich habe natürlich bessere Handys jetzt und habe Halterungen, mit denen ich eben die Handys schön fixieren kann, schöne Perspektiven einstellen kann. Habe mehrere Handys mir zugelegt, habe so mein altes und mein neues, damit ich eben aus mehreren Perspektiven filmen kann. Eine Mhm. ganz und wichtige Anschaffung, die auch meine Videos wieder so ein bisschen mehr nach vorgebracht hat, ist die GoPro. Ich habe Mhm. mir also die GoPro gekauft, die ich mir dann beim Spielen jedes Mal auf meinem Kopf befestige, dass man eben so aus der Ego-Perspektive das sieht. Das denke ich mal, ist ein sehr großer Vorteil, weil halt eben bei diesen Videos, wenn man von oben drauf sieht, man weiß es ja selber, du als Kommentator, die Winkel, ja, sieht er den Ball nicht, welchen Winkel hat er genau? Und da mache ich eben jetzt bei jedem Stoß, dass ich aus dieser GoPro-Perspektive runtergehe und man sieht eben genau, wie ist der Winkel und wenn er noch so klein ist. Das heißt, die Zuschauer können so ein bisschen mehr mitdenken von sich aus und wissen genau, was ist denn eigentlich Sache auf dem Tisch. Also die GoPro war eine ganz große Anschaffung. Ja, und ansonsten halt ein paar Lichter, Mikrofon, Voice Recorder für bessere Soundqualität und so weiter. Das war es eigentlich schon. Also ich habe jetzt nicht die Monstertechnik, aber das Ergebnis ist trotzdem eigentlich, lässt sich sehen, finde ich. Denke ich auch. Also ich glaube von der Softwarenutzung vielleicht. Ich habe den Eindruck, da bist du deutlich bewanderter mittlerweile. Also wenn ich sehe, du hast angefangen, der erste Effekt war für mich, den ich wahrgenommen habe als Zuschauer auch, dass du gezeigt hast, wo du die Weise anspielst. Mittlerweile ist es aber noch viel weiter, dass du auch mit Strichen arbeitest. Letztens habe ich sogar gesehen, dass du quasi virtuell mit deinem Queue den Strich verschoben hast, wo ich mich kaputt gelacht habe. So geil fand ich das. Das ist aber auch eine Entwicklung. Also hast du dich dann da reingefuchst in diese Software? Wie ist das entstanden? Ja, also wie gesagt, Videobearbeitung, Bildbearbeitung habe ich schon immer gemacht. Allerdings eben jetzt nicht so speziell auf Billard gesehen. Und wie du schon sagst, der erste große Schritt war eben die Weiße mit dem Punkt, wo ich die Weiße genau anspiele. Und ich kann sagen, ich habe viel dazugelernt im Laufe der Zeit, worauf es ankommt und natürlich auch, wie man die Software besser benutzt. Also ich benutze Photoshop, Premiere und After Effects. Das sind so diese typischen ja, Programme, die man eben dafür nutzt. Und die Linie, die du angesprochen hast, da sind die Zuschauer in den Kommentaren natürlich auch ganz wild drauf gewesen. War einfach so ein kleiner, lustiger Effekt, wo ich mir einfach so im Nachhinein gedacht habe, während ich das Video bearbeitet habe, wenn sich diese Linie bewegt mit deinem Köhl, das wäre der Wahnsinn, dass ich quasi mit so einer virtuellen Linie interagiere. Und das ist wirklich sehr, sehr gut angekommen.
Und was auch sehr gut ankommt, in dieser Ego-Perspektive mit der GoPro, habe ich jetzt in manchen Videos schon diesen Geisterball eingeblendet. Ja. Also viele spielen ja mit dem Geisterball. Das heißt, ich habe dann nachträglich natürlich so einen Geisterball vor der Objektkugel eingefügt, der sich dann auch richtig bewegt, je nach Winkel und so weiter. Also ich habe schon, ich sag mal, von der Nachbearbeitung her der Videos einen großen Schritt gemacht. Man muss sich immer nur die Videos vor einem Jahr anschauen und die mit jetzt vergleichen. Da ist schon mein Ziel, dass sich die Qualität natürlich immer steigert, schönere Grafiken, schönere Effekte. Und das Ganze mache ich einfach, um nicht nur eben mit Worten zu erklären, sondern auch, um das eben so verständlich wie möglich zu machen für die Zuschauer. Mit Linien, mit Geisterball, mit der weißen. Zum Beispiel auch habe ich jetzt so eine Speedbar, dass man sieht, mit welcher Geschwindigkeit ich genau spiele. Also ich versuche immer, ganz genau neue Dinge zu sehen. Ja, genau. Okay, also das sind für mich jetzt quasi, wenn ich so Billardkanäle oder Lehrkanäle mir anschaue, für mich sind das persönlich jetzt Innovationen, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Liege ich da richtig? Dass du da wirklich jetzt also federführend bist, was die Lehrvideos angeht? Von der Komplexität? Also ohne mich natürlich jetzt in den Vordergrund zu stellen, aber ich denke schon, dass ich da gegenüber anderen Billardkanälen schon einen Vorteil habe, weil ich eben sehr bewandert in Videobearbeitung bin und dem Ganzen. Ich habe gesehen, manche andere Kanäle haben zum Beispiel schon nachgezogen und haben jetzt auch diese Weise schon seit längerem drin. Ja, aber es ist halt sehr, also es kann nicht jeder machen, sage ich mal. Man muss sich schon intensiv mit Videobearbeitung beschäftigen. Und ich denke mal, die anderen YouTuber, Billard-YouTuber können sich nicht irgendwie einen Grafiker oder einen Angestellten holen, der eben die Videos für die bearbeitet. Und ich habe eben den Vorteil, dass ich das zum Glück selber kann. Denn ich wäre natürlich auch nie auf die Idee gekommen, jemanden anzustellen, der für mich das Ganze macht. Wäre also nie passiert, wenn ich nicht selbst, ich sag mal, das Wissen hätte. Ja, ja. Bevor wir noch tiefer einsteigen, eine Frage noch zu deinem Kanal selbst, Charivari. Wie kam es dazu? Was bedeutet das? Charivari, ja, das fragen tatsächlich viele Leute. Den Namen habe ich schon seitdem ich 13 Jahre alt bin, also schon seit 17 Jahren. Und meine Freunde nennen mich auch Shari. Das war damals so, ich brauchte meine erste E-Mail-Adresse für einen Internetzugang und wusste natürlich nicht, wie ich mich nennen sollte. Und dann war meine Mom daneben und meinte, hey, Charivari. Ich so, Charivari klingt nicht schlecht. Ja, das nehme ich gleich. Das heißt, meine Mom hat mir also meinen richtigen Namen gegeben und den Namen Charivari. Wie die drauf gekommen ist, weiß ich nicht. Ja, es gibt natürlich diesen Radiosender, aber... Ich muss mal sagen, ja, da gibt es auch den Radiosender in Augsburg oder also hier in Bayern auf jeden Fall. Genau, ja. Ähnlich, aber nicht Charivari, ist ähnlich, oder? Ist mit CH geschrieben, aber ansonsten auch genauso. Ah ja. Wird wahrscheinlich der Bezug schon daher kommen, denke ich mal. Noch fragen. Ja, jetzt bist du natürlich sehr erfolgreich mit deinen knapp 80.000 Abonnenten. Deine Videos schauen regelmäßig sechsstellige Besucherzahlen. Das war natürlich nicht immer so. Wann kam dann so der große Knackpunkt, wo du gesagt hast, boah, das ist aber jetzt eine andere Dimension? Da kann ich mich tatsächlich noch ganz genau dran erinnern. Also der erste große Schritt war natürlich von Deutsch auf Englisch umzustellen. Das hat dann natürlich von heute auf morgen nicht sofort funktioniert. Als ich umgestellt hat, hatte ich um die 80 Abonnenten. Dann habe ich 2-3 Monate auf Englisch produziert. Und dann war ich schon so kurz davor, das wird wahrscheinlich eh nichts und jetzt lass das mal sein. Aber dann hatte ich irgendwie so die Idee, okay, ein großes Video produzierst du jetzt noch. Also so richtig aufwendig mit Animationen. Das war damals How to Become a Shotmaker, also wie man Bälle regelmäßig locht oder zuverlässig locht. Und das habe ich dann wirklich mit einigen Stunden produziert und habe ich hochgeladen, ist erstmal nichts passiert und irgendwann über Nacht kam dann der Punkt, dass YouTube gesagt hat, hey, dieses Video schlagen wir jetzt vielen Menschen vor. Also da gibt es ja diesen YouTube-Algorithmus, der dafür verantwortlich ist, was angezeigt wird. Ja, und der hat es dann tatsächlich vielen, vielen Menschen vorgeschlagen und auf einmal bin ich von 80 oder 100 Abonnenten in einer Woche auf 1000 Abonnenten hoch. Und das war natürlich, ist mein Kopf explodiert. Ja. Ich habe alle 10 Minuten eine Nachricht bekommen, neuer Abonnent. Das war natürlich, ganz, ganz verrückt damals. Und dann habe ich eben so den Ansporn bekommen, okay, jetzt erst richtig. Jetzt hast du die Chance da. Jetzt schaust du mal, was alles geht. Das ist wirklich eine rasante Entwicklung, die dich vielleicht auch sogar ein bisschen
dann überholt hat, im Sinne von, dass natürlich auch dann so eine gewisse Art von Druck entstanden ist, abliefern zu müssen? Ja, definitiv. Also ich mache das ja schon ziemlich Vollzeit eigentlich und versuche jede Woche ein Video rauszubekommen. Und es ist natürlich nicht einfach, jede Woche ein neues Video rauszubekommen, das natürlich auch gut ist. Ich habe ja gewisse Ansprüche. Mein Ziel ist eigentlich, mich jedes Mal zu steigern. Und das Problem ist auch, wenn ich kein Video rausbringe, dann sinken die Aufrufzahlen, dann sinken die Einnahmen, die ich natürlich dadurch erziele. Ich bin momentan auch wirklich darauf angewiesen, das ist eine meiner Haupteinnahmequellen, diese YouTube-Videos. Das heißt, ich bin tatsächlich schon unter Druck, dass ich abliefere und natürlich auch gute Videos abliefere, die viel angesehen werden. Ab und zu kommt es dann vor, dass Videos eben nicht so erfolgreich sind. Dann sitze ich wieder da, mache mir Gedanken, was habe ich falsch gemacht. Oft macht man auch gar nichts falsch. Manchmal hat man einfach das Pech, dass YouTube sagt, okay, dieses Video nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ist halt leider so. Also man ist da sehr, sehr abhängig von YouTube und ja, muss eben wirklich regelmäßig gutes Zeug abliefern, sage ich mal. Das heißt, einen gewissen Einfluss darauf, ob die Videos erfolgreich sind, hat man natürlich schon durch die Qualität, aber man ist Ja, tatsächlich auch auf Dritte angewiesen, sprich YouTube, ob die dein Video dann auch entsprechend vorschlagen und bewerben. Habe ich das richtig verstanden? definitiv, ja. Ja. Das ist halt eben dieser Algorithmus. Da gibt es ganz, ganz viele Faktoren und alle YouTuber versuchen irgendwie hinter dieses Geheimnis von diesem Algorithmus zu kommen, dass eben die Videos vorgeschlagen werden. Ich sag mal so, man kann das beste Video der Welt haben, wenn man keinen ansprechenden Titel hat, der Leute irgendwie neugierig macht und kein ansprechendes Bild, dann kann das Video noch so gut sein. Es wird keiner draufklicken und sich keiner anschauen, auch wenn es wirklich gut ist. Das heißt, man muss da schon anfangen, sich Gedanken machen. Da gibt es ja diese sogenannten Clickbaits, ja, die eben nicht sehr so gern gesehen sind. Aber man muss sich einfach überlegen, ich kann jetzt zum Beispiel ein Video nicht Technik-Drill Nummer 3 nennen. Ja, da klickt Ja. keiner drauf. Ja, das heißt, man muss das ein bisschen tricksen, sage ich mal, und halt eben das Ganze ansprechend machen, dass man eben so ein bisschen die Gunst von YouTube hat und von den Zuschauern. Das erhöht natürlich den Druck um einiges auch wieder, wenn man gar nicht weiß, ob das Video, wie du es gerade gesagt hast, das beste Video der Welt produzierst du, weißt aber gar nicht, ob es so gut wird. Ähm, Nichtsdestotrotz, du hast es geschafft, sozusagen so erfolgreich zu sein. Du bist auch schon drauf eingegangen. Also finanziell kommt jetzt auch mittlerweile was bei rum, aber es war auch rauszuhören, es ist jetzt noch kein Fulltime-Job möglich, würde ich mal sagen, oder? Nee, ist es noch nicht. Da müsste ich noch häufiger, sage ich mal, hochladen. Das heißt vielleicht alle 3 Tage und ja, so ein bisschen streuen, ein paar andere Sponsoreneinnahmen oder was weiß ich, über andere Plattformen oder T-Shirts, Kappen verkaufen, was ich natürlich alles schon mache, ist alles in den Kinderschuhen. Man muss eben, wenn man sowas macht, so eine Art von Job, muss man ein bisschen streuen, dass man eben nicht 100% abhängig von YouTube ist, weil YouTube ist eine gefährliche Sache, sage ich mal. Und man muss versuchen, dann irgendwie andere Wege zu gehen. Denn sonst werde ich mein Leben lang abhängig davon sein, dass die Videos gut ankommen oder dass YouTube die Videos verbreitet und dass ich halt wirklich jede Woche raushaue. Und das ist natürlich bei so einem Video, das manchmal 30, 40 Stunden zu produzieren dauert, ist das natürlich schon extrem viel Arbeit. Ja, du hattest jetzt gesagt auch, du müsstest dann theoretisch noch mehr Videos machen, aber die gehen ja dann zwangsläufig auch zu Lasten der Qualität. Ich glaube, da beißt die Katze sich selbst in den Schwanz, oder? Ganz genau, ja. Und mein Prinzip ist eigentlich Qualität über Quantität. Das heißt, ich versuche immer die Videos so gut wie es geht zu machen. Ja, ich könnte auch 100 Stunden dafür investieren, wäre natürlich ein bisschen zu viel, aber ich versuche eben von der Qualität jedes Mal, ja, ganz oben zu sein und halt eben mich jedes Mal zu übertreffen. Das kann auch durchaus sein, dass ich mal für 15 Sekunden, also 15 Sekunden in dem Video mal 3, 4 Stunden sitze, ne, weil ich die genau perfekt machen will. Ja, da bin ich halt auch leider so ein kleiner Perfektionist und dann dauert das Ganze eben halt, ja, das längste Video, glaube ich, waren 60 Stunden, wo ich dran gehockt bin für 12 Minuten. Ja. Das ist natürlich, ja gut, dann weiß man die Arbeit eines Kameramanns oder Regisseurs, die ganzen Filmemacher noch mehr zu schätzen, wie aufwendig das dann ist, dementsprechende Special Effects dann da einzubauen. Jetzt hast du schon am Rande erwähnt, Sponsoren. Ich sehe da auch Lucasi
Das ist, glaube ich, auch immer eingeblendet, wenn deine Videos enden. Wie ist es dazu gekommen? Erstens eine Kooperation mit Lucasi und zweitens hast du, glaube ich, Aramid als Genau. Sponsor, wenn mich nicht alles täuscht, und noch ein paar Patrons. Äh, Erstmal Schiene Sponsoren, Unternehmen. Wie ist da der Kontakt entstanden? Aramid zum Beispiel? Äh, genau, Aramid und Simonis, die gehören ja zusammen. Das war ganz einfach so. Ich habe da so einen kleinen Vorstellungstext verfasst, ja, und habe dann eben verschiedene Hersteller angeschrieben, die interessant für mich wären. Und Aramid war dann eben einer von denen, die dann natürlich begeistert waren und sich das Ganze angesehen haben und gesagt, ja klar, können wir machen, haben da so einen Vertrag aufgesetzt. Ja, und da werde ich eben mit Material ausgestattet. Also es ist jetzt keine finanzielle Sache, Ja. sondern Material, und ab und zu gibt es für die Abonnenten dann vielleicht einen Kugelsatz oder so zum Verlosen, solche Geschichten halt. Ja, dann gibt es noch so ein paar kleinere Dinge. Pico-Tips ist einer meiner Sponsoren, den habe ich jetzt nicht drauf. Ja, der gibt mir eben für die Break-You die Tipps. Der Andreas Galsterer mit seinen Extensions, der hat mir auch so eine Extension gebaut. Also ich sag mal so, es hat sich ein bisschen gedreht. Ja, am Anfang bin ich eher auf die Menschen zugekommen, mittlerweile kommen die Menschen eher auf mich zu. Beim Kö, nicht zu vergessen, da hast du mir ja die Connection klar gemacht. Ähm, Einer meiner Lieblingskös, muss ich sagen, und auch meine erste Wahl in Sponsoren von Kös war das natürlich. Ja, aber mittlerweile ist es eher so, dass es andersrum ist. Ja, die Firmen werden vielleicht langsam erkennen, hey, der hat wirklich eine große Reichweite. Der hat eigentlich genau die Zielgruppe, ja, Billard-Zielgruppe. Das heißt, wenn ich irgendwie jetzt mal ganz exotisch gedacht im Fernsehen Werbung machen würde als Billardhersteller, würde ich 1% erreichen vielleicht. Und bei mir ist halt eigentlich 100%. Ich habe nur Billardspieler als Zuschauer. Das heißt, die Zielgruppe ist eben 1:1 identisch. Deshalb kommen die Leute langsam so ein bisschen auf mich zu, würde ich sagen. Ich denke, das ist auch berechtigt, ja, wie du es schon selbst gerade ausgeführt hast. Normalerweise ist mein Tipp an dich, verkauf dich da auch nicht unter Wert. Ja, also du hast jetzt nur gesprochen von Tauschgeschäften, würde ich jetzt mal sagen. Banner gegen Kugelsatz oder irgend sowas. Mit der Reichweite, glaube ich, ist das bald passé bei dir, als Vermutung. Die Patrons, was hat es da mit auf sich? Du blendest da auch immer so 3, 4 Namen noch mit ein. Was steht da dahinter? Das ist eine ganz interessante Sache. Mich hat damals vor einem Jahr oder jemand gefragt, ob ich Patreon habe, da wo es eben diese Patrons gibt. Wusste zu der Zeit nicht, was das ist. Ist aber ganz cool. Das ist einfach für YouTuber oder kreative Menschen, die Videos machen. Die können dann eben Zusatzleistungen auf dieser Webseite anbieten. Das heißt, ich habe da verschiedene Tiers, nennt man das, also verschiedene Kategorien. Da zahlt man Betrag X pro Monat und kriegt eben dafür eine Gegenleistung von mir. Das heißt, zum Beispiel für $1 gibt es eben Übungen, die ich zeige, oder Early Access zu meinen Videos. Also man sieht die 1, 2 Tage früher. Ja, und das geht eben nach oben. Es gibt einen Spielstärkentest. Es gibt Bonusvideos, die es exklusiv nur auf dieser Webseite gibt. Ich erstelle einen Trainingsplan für die. Und dann gibt es eben dieses höchste Tier oder diese höchste Kategorie. Da kriegen die eben 1:1 Coaching mit mir, also über Videocoaching. Das heißt, ich habe da ja so 3, 4 Schüler aus Amerika, also aus der ganzen Welt. Und die haben einen Tisch daheim. Das heißt, wir machen, wie wir gerade, so einen WhatsApp-Call, nur dass du jetzt eben am Billardtisch wärst, hast dein Headset drin, ich schaue mir an, was du machst. Und dann gibt es eben Unterricht. Ja, und die werden eben als Bonusleistung noch am Ende des Videos eingeblendet mit so einem kleinen Dankeschön. Ist eben für mich, wie gesagt, so eine kleine Möglichkeit, dass ich eben nicht nur auf YouTube angewiesen bin, sondern auch ein paar andere Sachen machen kann. Und sowas funktioniert natürlich auch nicht auf YouTube, ja, dass ich irgendwelche extra Videos oder Übungen oder Podcasts, je nachdem, da hochlade. Ja, und deswegen habe ich eben dieses Patreon mit meinen Patrons eingerichtet dafür. Mhm. Äh, Jetzt kommen wir mal kurz auf deine Reichweite zu sprechen. Wie gesagt, es läuft ja auf Englisch. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wo sitzen denn deine meisten Abonnenten? Oder sagen wir mal in Prozentsätzen, wie viel sitzen im Ausland und wie viel sitzen eigentlich in Deutschland? Okay, also Ausland sind ungefähr 97%, Deutschland sind 3%. Na, also wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil. Deutschland kommt insgesamt auf der Länderliste irgendwie auf Rang 11 oder 12. Ja, Mhm. größtes Land ist natürlich USA mit um die 50%. Interessanterweise kommt dann die Philippinen dicht gefolgt. So ist natürlich auch Billardland.
Ja, keine schlechte Kundschaft, sozusagen. Kundschaft, genau. Und dann kommt noch Indonesien, England ist gut dabei und so weiter. Ja, die anderen habe ich jetzt nicht 100% im Kopf, aber wie gesagt, der größte Teil meiner Zuschauer ist natürlich aus dem Ausland und 3% von 80.000 sind natürlich auch viel, ja, aber eben im Gesamtschnitt ja doch sehr, sehr kleiner Anteil Deutschland. Deswegen gibt es halt eben leider die Videos auch nicht auf Deutsch mehr. Ja. Jetzt warst du auch schon mal in den USA zu den Derby City Classics. Wie bist du da so angekommen? Man hat ja sicherlich irgendwann mal herausgefunden, wer du bist, oder du bist vielleicht sogar offensiv auch damit umgegangen. Hier, ich bin's. Wie lief das? Wie muss ich mir das vorstellen? Das war wirklich eine verrückte Angelegenheit. Ich habe mich natürlich nicht offensiv angegangen, habe auch keine Charivari-Klamotten oder so angehabt. Aber das ist dann schon verrückt, wenn man dann in Amerika ist, als Deutscher nach Amerika kommt und dann kommen, also es sind wahnsinnig viele Leute gekommen, hey, du bist der Charivari, kann ich ein Foto mit dir machen, wollen wir ein bisschen reden über Billard und so. Das hat mich wirklich erstaunt. Das war so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, du bist ja eigentlich doch langsam schon recht bekannt in dieser Billardszene. Wenn irgendwelche Leute auf dich zukommen und Fotos mit dir machen wollen und mit dir reden wollen, das war wirklich, muss ich sagen, eine verrückte Erfahrung da drüben. Okay. Und Englisch, die Sprache, hat dir das schon immer gelegen oder hast du tatsächlich nochmal einen Kurs belegt oder dergleichen, um deine Videos dann halt eben auch in einem guten Englisch zu präsentieren? Ich sag mal, ich war nie der Schlechteste in Englisch, weil ich war Zweier- oder Einser-Schüler in Englisch. Aussprache ist ein bisschen ein Problem, wo sich auch die Leute öfter mal einen kleinen Scherz erlauben, wie ich manche Dinge ausspreche in den Videos. Ist aber im Nachhinein ganz lustig. Ich habe keinen Kurs belegt. Ich habe schon mal überlegt, vielleicht irgendwie so ein ja, English Conversation oder Aussprachekurs irgendwie zu belegen, um eben ja noch so ein bisschen mehr nach einem Native Speaker zu klingen. So erkennt man halt eben, dass ich kein Native Speaker bin. Manche haben schon gesagt, ob ich irgendwie aus China komme, oder aus Indien komme, was ich jetzt irgendwie nicht verstehen kann. Ich denke, mein Englisch hört sich nicht nach indischen Dialekt an. Ja, auch rein optisch, keine Ähnlichkeit. Genau. Nee, aber ich muss sagen, das Englisch hat sich auch im Laufe der Zeit verbessert. Das merkt man auch so, wenn man die Videos ansieht, von ganz alt bis ganz neu. Ich versuche mich ständig zu verbessern und Englisch ist eben auch ein großer Teil, wo ich immer versuche, besser und besser zu werden. Aber ich denke, jeder versteht, was ich meine. Und ich glaube, ein Vorteil ist auch, dass ich relativ einfaches Englisch spreche und eben dann viele Menschen ja aus anderen Ländern, eben nicht nur aus Amerika oder aus den englischsprachigen Ländern, das dann eben auch verstehen können, weil ich eben mit einfachen Worten versuche zu erklären, weil ich eben selber ja nur einfaches Englisch spreche, sage ich mal. Ja, eben. Also ich denke mal, dass diejenigen, die jetzt auf einem Level Englisch sprechen, so wie du oder ein bisschen schlechter, dankbar sind sogar, dass das relativ einfach gehalten ist. Ja. Ja. Wie sieht es denn für dich in der Zukunft aus? Wenn du jetzt in die Zukunft blickst, wo siehst du dich selbst in ein, zwei Jahren? Was möchtest du noch auf die Beine stellen? Was hast du dir auf die Fahne geschrieben vielleicht schon? Da muss ich mich noch verbessern, da will ich mich verbessern oder werde ich mich verbessern? Ja, also ganz klar in der Zukunft, Billard ist natürlich Nummer eins Thema. Ich würde gerne irgendwann so weit sein, dass ich wirklich nur noch vom Billard leben kann, weil es halt eben ja die größte Leidenschaft ist. Ich bin einfach Billard verrückt. Deshalb versuche ich eben dieses YouTube weiterzubringen. Mein größtes Ziel oder mein nächstes größeres Ziel ist, so ein eigenes Aufnahmestudio zu erstellen. Das heißt, eine größere Wohnung. Ich denke, hier wird es ein bisschen eng in der kleinen Wohnung mit einem Billardtisch. Das heißt, ich bin momentan auf Wohnungssuche, bin auf Sponsorsuche nach einem Tisch und will dann eben ja so das Ganze noch ein bisschen professioneller machen, noch ein bisschen hochwertiger produzieren. Momentan ist halt das Problem, ich muss entweder nach Pfaffenhofen fahren, ja, geht jetzt momentan nicht, oder eben ins Karo, geht auch nicht, aber eben ja, weit fahren und dann habe ich wieder ein Video vergessen, dann muss ich zurückfahren. Das heißt, mein ganzer Workflow ist so ein bisschen, ja, sehr, sehr kompliziert. Das heißt, ich versuche ein Studio aufzubauen, ich versuche, ja, mein Online-Training ein bisschen aufzubauen. Ich arbeite momentan an einer neuen Webseite. Das heißt, ja, ich tue eigentlich alles dafür, um den Billardtraum weiterzuleben, sage ich mal. Da wünschen wir dir sehr viel Erfolg. Nochmal der Hinweis, dein YouTube-Kanal Charivari, aber wir haben das natürlich auch in der Bildunterschrift eingeblendet. Wer ihn noch nicht kennt, schaut mal rein und schenkt dem André noch ein Abonnement. Und ja, vielen Dank, dass du hier bei uns warst bei Billard 1 und wie gesagt, alles Gute für die Zukunft.
Danke, Jochen. Dir auch alles Gute, euch natürlich auch alles Gute und bis bald. Danke.